Catnap-Puppen gekauft. Und die schneiden wir heute um 3 Uhr nachts auf. Um zu schauen, was in ihnen drin ist. Nehmen wir mal die Dote Domen-Puppe. Oh, ich spüre da drin irgendwas Hartes. Was ist da drin? Die Dote Domen-Puppe bewegt sich. Ich wusste gar nicht, dass diese Puppen sich bewegen können, aber jetzt hat sie wieder aufgehört. Stellen wir sie mal wieder zu den anderen. Wir haben hier nämlich auch noch die Puppe von Baba Jones, die von Pianosaurus, die von Janeby, Catnap, wow, aus ihrem Mund kommt so ganz komischer Nebel. die Puppen von dem Liebespaar Kissy Missy und Huggy Wuggy Und die Puppe von Dr. Harley Sawyer. Das ist die böseste von allen Poppy Playtime Puppen. Die So böse, dass wir sie in ein Gefängnis gesperrt haben. Lass mich hier raus! Wow, hat er gerade gesagt, dass wir ihn rauslassen sollen? Das machen wir ganz am Ende vom Video, wenn wir ihn auch aufschneiden. Also bleibt dran. Wir haben aber auch noch die Puppe von einem geheimen Poppy Playtime Monster, das noch nie zuvor jemand gesehen hat. Wow, das hat da drin gerade geschrien. Wie gruselig das Ding ist. Wir dürfen diese Puppe erst bei 10.000 Likes auf dieses Video hier rausholen. Und dann aufschneiden. Also gebt alle einen fetten Daumen nach oben. Weil ich will unbedingt wissen, was da für ein Poppy Playtime Monster drin ist. 10.000 Likes schaffen wir locker, aber mit welcher Poppy Playtime Puppe fangen wir an? Das lassen wir euch, die Zuschauer, entscheiden. Schreibt jetzt euer Lieblingsmonster in die Kommentare. Und das, was am meisten geschrieben wird, schneiden wir zuerst auf. Ihr habt dafür noch genau 5 Sekunden Zeit. 4, 3, 2, 1. Und ihr habt euch entschieden für... Die Puppe von Catnap? Boah, der sieht so böse aus, Freunde. Und da kommt ja auch so Nebel aus seinem Mund. Wir müssen aufpassen, dass wir den nicht einatmen. Weil von diesem Nebel schlüpft man ein. Wow. Lasst ihn uns lieber schnell aufschneiden. Aber wow, was ist das denn hier hinten? Freunde, ein Catnaps Po ist so komisches braunes Zeug. Bah. Das riecht richtig eklig. Lasst ihn uns da direkt mal aufschneiden. Und schauen, wo dieses braune Zeug herkommt. So, das Loch ist groß genug. Und jetzt sollten wir reinschauen können. Ja und bah. Hier hinten in der Catnap-Puppe Hat einfach ein Häufchen gesteckt. Das ist aber keine echte Kacke. Sondern man kann die so ganz lang ziehen. Boah, ist das lustig. Naja, weg damit. Wir schauen mal, was hier noch in der Catnap-Puppe drin Und wir ist. schneiden ihn jetzt direkt mal hier am Bauch auf. So. Wir machen einen großen Schnitt quer durch die Puppe. So, der Bauch von Catnap ist komplett offen. Und hier drin ist ganz viel Watte. Holen wir den mal raus und wow. Hier drin ist irgendwas. Seht ihr das? Ich hol's mal raus. Und das sieht aus wie eine Süßigkeit. Und da steht Catnaps Gummistäbe drauf. Was soll das denn sein? Lass uns die direkt mal aufmachen und sie probieren. So, hier oben einmal die Verpackung wegmachen. Und wir schauen rein und bah. Hier drin sind irgendwelche blauen Gummistäbe. Und daneben ist so ein komischer roter Und in Dip. den können wir die Gummistäbe reindippen. Bah. Der zieht übel die Fäden. Und so probieren wir jetzt einen der Gummistäbe. Diese Stäbe haben übel sauer Und geschmeckt. irgendwie werde ich auf einmal übel müde. Ich glaube, in diesen Stäben war Schlafmittel. Oh nein, Freunde, Dr. Light ist von der Süßigkeit eigentlich aufwachen, Doktor. Wo bin ich? Was ist passiert? Stimmt, ich habe gerade diese Catnap-Stäbchen gegessen. Und bin davon eingeschlafen. Lass uns lieber nichts mehr aus der Catnap-Puppe essen. Das Ding ist, hier in Catnaps Körper spüre ich noch mehr. Und deswegen greifen wir direkt nochmal in ihn rein. Oh, boah, seht ihr Da das? drin ist irgendwas Lilanes. Ich zieh's mal raus. Das ist eine Catnap-Figur. Schaut mal, wie mini die im Vergleich zum großen Catnap ist. Ist ja super cool. Wir stellen die direkt mal hier zu unseren anderen Puppen. Hier im Bauch von Catnap spüre ich jetzt gerade nichts mehr. Aber hier im Bein ist noch irgendwas. Ja. Lass uns das hier direkt mal aufschneiden. So, ne? das Bein ist offen. Und hier schaut schon ganz viel Watte raus. Aber was soll das hier sein? Das sieht aus wie irgend so ein Zettel, der hier drin war. Wir machen ihn mal auf. Und an diesem Zettel klebt eine Zahnbürste. Und hier oben steht, putz deine Zähne. Was? Wir sollen uns mit dieser ekligen Zahnbürste die Zähne putzen? Die ist hier oben ganz braun. Das sieht genauso aus wie das Zeug, was an Catnaps Po war. Das Ding ist, wenn hier drauf steht, dass wir uns damit die Zähne putzen sollen. Dann machen wir das halt direkt mal. Vielleicht ist es ja irgend so eine komische Zahnpasta. Ich mach sie in meinem Mund. Oh, und ich putze dir die Zähne damit. In alle Ecken und wow. Dieses braune Zeug. Schmeckt nach Schokolade. Das ist super lecker. Lass uns die Zahnbürste aber mal zur Seite legen. Ich spüre nämlich noch was in Catnaps Hals. Ich greif mal durch den Bauch. Hoch in seinen Hals. Und, boah, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Zaubertrank und ja. Hier steht XXL drauf. Und das bedeutet, das ist ein XXL-Zaubertrank. Mit dem kann man Menschen oder Gegenstände riesig machen. Und ich würde sagen, wir probieren den direkt mal bei der Zahnbürste. Ich leg sie mal hier auf den Tisch. und schütte jetzt ein bisschen was von dem XXL-Trank über sie drüber. So. Das sollte reichen. Und wow, die Zahnbürste wird größer und größer. Und jetzt ist sie XXL. Wie krass ist das denn? Habt ihr schon mal so eine große Zahnbürste gesehen? Ah, die passt gar nicht mehr in meinen Mund. Das Ding ist, wenn der XXL-Trank bei der Zahnbürste funktioniert, müsste er doch eigentlich auch bei der Catnap-Puppe funktionieren. schütten wir ihn direkt mal über die Catnap-Puppe. So, auch hier ein bisschen was drüber. Ach komm, wir nehmen einfach den ganzen Zaubertrank, damit sie riesig wird. Oh nein, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Jetzt ist er super groß geworden. Ja, schaut mal, Freunde, der ist fast größer als mein Kopf. Und ich spüre ihm auch noch einiges, aber wow. Schaut mal, der XXL-Trank ist schleimig geworden. Bah. Ist ja super eklig. Was ist aus der Catnap-Puppe? Kommt gerade nämlich irgendein Geräusch. Komisch, aber oh nein. Und ich habe mir den XXL-Trank an meine Ohren geschmiert. Und jetzt werden auch die riesengroß. Und oh nein, jetzt habe ich Riesenohren. Wie peinlich, Freunde, bitte lacht mich nicht aus.
Hoffentlich werden die gleich wieder kleiner. Und ja, die schrumpfen wieder und jetzt ist sie wieder normal. Der XXL-Trank hat nachgelassen, aber lasst uns jetzt lieber Schnell die XXL-Catnap-Puppe reinschauen. bevor die auch wieder schrumpft. Ich schneide sie hier oben An ihrem Kopf auf. Darin spüre ich nämlich was. So, ihr Kopf ist offen. Und hier drin ist wieder ganz viel von dieser Watte. Aber hier drin ist noch was, Freunde. Wow. Hier in Catnaps Kopf steckt nämlich noch ein kleiner Catnap, so wie es aussieht. Ich zieh ihn mal ganz raus und wow. Das ist eine kleine Catnap-Puppe. Wow, hat diese Puppe mich gerade gehauen? Ihr habt das doch auch gesehen, Freunde. Und ja, sie boxt wieder. Das ist eine boxende Catnap-Puppe. Mann, ich mach die auch nicht drauf. Bitte nicht, stopp, hör auf damit. Ist ja super lustig. Freunde, abonniert mal kostenlos diesen Kanal, wenn ihr auch so eine boxende Catnap-Puppe haben Aber wollt. lasst uns direkt mal schauen, was hier noch in Catnap drin Und jetzt ist. schneiden wir ihn direkt mal am Rücken auf. Hier ist auch wieder ganz viel Watte oben drin. Aber irgendwo muss doch was Hartes sein. Ich habe da was gespürt und ja. Schaut mal hier in seinem Rücken. Ist einfach ein ganzer Spielautomat. Wie krass, der war in Catnap drin. Lass uns den direkt mal ausprobieren. Ich glaube, hier kann man ihn anschalten. Ja. Und hier außen klemmt ein Hammer. Ich glaube, mit dem müssen wir auf die Geister draufhauen. Und ja, sie beginnt zu leuchten. Hier ist das erste, da das zweite. Hier das dritte. Boah, macht das Spaß. Wir zerstören alle Geister. So. Und ich glaube, wir haben gewonnen. Ja. Das Ding ist hier aus Catnaps Rücken schaut noch irgendwas raus. Und das fühlt sich an wie Haut. Wow. Ich zieh's mal raus und hier Catnap einfach eine menschliche Hand. Hat er die etwa gegessen? Wie gruselig, aber Diese Hand bewegt sich gerade einfach. Und läuft hier einmal quer über den Tisch. Das ist super gruselig. Weg damit. Nein, in der Catnap-Puppe ist jetzt nichts mehr drin, außer diese Watte. Ich spüre darin nichts mehr. Und das bedeutet, wir können direkt das nächste Poppy Playtime Monster aufschneiden. Und wir machen weiter mit meinem Lieblingsmonster, Yarnaby. Yarnaby ist zu gruselig. Hat das Mystery Monster gerade geredet? Freunde, gebt mal einen fetten Daumen nach oben, Damit wir das auch noch aufschneiden können. Aber jetzt schneiden wir erstmal Yarnaby auf. Und bei ihm schneiden wir hier einmal um das Auge rum. So, und das sollte reichen. Wir können das Auge aufklappen und bam. Hier in Yarnabys Kopf sind irgendwelche wabbeligen Kugeln drin. Ist ja super eklig. Probieren wir mal eine davon. Und boah, diese Kugeln platzen im Mund. Und da ist irgend so ein Sirup drin. Oh, wie lecker. Das war aber noch nicht alles. Denn ich kann da drin noch irgendwas Gelbes sehen. Ziehen wir das mal raus. Und das ist? Yarnabys scharfer Lolli. Hey, Lollis sind doch normalerweise süß. Und der hier soll scharf sein. Der sieht auf jeden Fall schon scharf aus. Da ist irgend so ein Pulver dran. Und hier in der Dose ist noch mehr davon. darin können wir den Lolli wälzen. Und jetzt probieren wir ihn. So scharf wird er schon nicht sein. Let's go. Dieser Lolli schmeckt nach Erdbeere. Der war übel scharf. So was Scharfes habe ich noch nie gegessen, Freunde. Weg mit diesem Lolli. Lass uns mal schauen, ob noch was in Yarnaby ist. Und ja, Ich spüre da noch mehr. Aber um das rauszuziehen, müssen wir das Loch hier noch ein bisschen größer machen. so, das sollte reichen. Und wow. Hier schaut schon irgend so ein Teil raus. Ich zieh mal dran. Und wow. Freunde, in dieser Yarnaby-Puppe. War ein Yarnaby-Roboter, so wie es aussieht, ja. Und dieser Roboter, wow, kann laufen. Der bewegt sich so wie der echte Yarnaby. Und läuft hier hin und her. Wie cool ist das denn? Dieser Roboter ist jetzt mein neues Haustier. Ich setze ihn mal hier unten auf den Boden. Und Und dann dann kann er ein bisschen in der Wohnung rumlaufen. Hier im Kopf von der Yarnaby-Puppe ist jetzt nichts mehr. Aber dafür kann ich hier im Körper was spüren. Lass Lass sie sie uns direkt mal hier oben an seinem Rücken aufschneiden. So, er ist offen. Holen wir mal die Watte hier raus. So, wow, ich erkenne da auch schon was. Irgendwas Rotes. Ich zieh mal dran und wow. Hier in Yarnaby war ein ganzer Getränkeautomat. Und hier kann man ein Doughy-Getränk, Pianosaurussäure, Yarnaby-Saft und Dr. Harley Sawyers Öl bestellen. Worauf haben wir Lust, Freunde? Ich glaube, wir nehmen das Doughy-Getränk. Aber wir müssen zuerst mal Geld in den Automat werfen. Und wow, Hier in Yarnaby liegt doch ein 1-Euro-Stück. das sieht aus wie Spielgeld. Wir schieben das mal in den Automaten rein. So, und drücken jetzt die Taste für das Story-Getränk. Let's go! Das Getränk ist hier unten reingefallen. Ich hol's mal raus. Und probieren das direkt mal. So, hier oben können wir es öffnen. Let's go. Wow, das hat übel Zisch gemacht. Und wir schütten es uns in den Mund. Let's go. Rein damit. Und boah, das schmeckt übel nach Blaubeere. Wie lecker. Aber wow. Was ist mit meinem Gesicht passiert? Ich bin ganz blau. Meine Hand ist auch blau geworden, aber wow. Jetzt ist meine Hautfarbe wieder normal. Das heißt, das Story-Getränk färbt die gesamte Haut blau, wenn man das trinkt. Lasst uns mal noch die Pianosaurussäure probieren. Let's go. So, der Knopf ist gedrückt, das Getränk ist runtergefallen. Ich hol's raus. Und wir probieren auch das. So offen ist es. Und rein damit. Das hat übel komisch geschmeckt. Oh nein, mein ganzes Gesicht zerläuft, Freunde. Wow. Schnell wieder gerade rücken. Ich glaube, die Säure da drin hat es aufgelöst. Das dürfen wir auf keinen Fall mehr weiter trinken. Freunde, wenn wir auch noch den Yarnaby-Saft und Dr. Harley Sawyers Öl probieren sollen, Dann schreibt jetzt mal Yarnaby in die Kommentare. Lasst uns aber mal schauen, was noch in der Yarnaby-Puppe drin ist. Und boah, ich sehe hier drin noch was. Und das sieht aus wie ein Karussell, ja. Und auf diesem Karussell sitzt ein Poppy Playtime Monster, ja. Ist ja viel zu gruselig. Und ich glaube, hier können wir es starten. Let's go. Und ja, jetzt dreht sich das Karussell übel schnell. wenn ich da drin sitzen würde, würde mir da so schwindelig werden. aber naja, stellen wir das mal zur Seite. Ich glaube, die Yarnaby-Puppe ist jetzt leer. Und deswegen schneiden wir jetzt auch schon die nächste Poppy Playtime Puppe auf. Du lässt mich jetzt sofort hier Oh raus. nein, dich schneiden wir erst ganz am Ende vom Video auf. Und deswegen bleibt dran, um es nicht zu verpassen. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal weiter. mit dem Liebespaar Huggy Wuggy und Kissy Missy. Und weil die beiden ein Pärchen sind, schneiden wir sie auch zusammen auf. So. Wir legen sie hier nebeneinander Und schauen jetzt zuerst mal in Huggy Wuggys Bauch rein. So, er ist offen.
offen. Hier ist auch wieder viel von dieser Watte drin. Aber hier ist noch mehr, wow. Und das sieht so ein bisschen aus wie ein Propeller. Ja, wow, die Propeller haben angefangen sich zu bewegen. Und das ist einfach ein fliegender Huggy-Wuggy. Wie groß ist das denn? Das fliegt einfach durch die Gegend. Ich reiß's mal wieder. Jetzt gehen die Propeller wieder auf. Und ja, hier vorne ist einfach Huggy-Wuggy drauf. Wie cool. Hier in Huggy-Wuggy ist noch mehr drin. Aber wir schneiden jetzt zuerst mal Kissy Missy auf. Wir holen abwechselnd Sachen aus den beiden raus. So. Bisher kann ich hier drin noch nichts erkennen. Aber oh, doch, hier, seht ihr das? In Kissy Missy ist irgendein schwarzes Päckchen. Und hier steht Poppy Playtime Minifiguren drauf. Boah, das heißt, hier ist irgendeine Minifigur von den Monstern aus Poppy Playtime drin. Reißen wir das Päckchen mal auf. Und wir haben Kissy Missy hier drin gezogen. Wie cool, stellen wir die direkt mal zu unserer Figur von Catnap dazu. Hier oben in Huggy-Wuggys Kopf ist noch irgendwas. Und deswegen schneiden wir ihn da auch direkt mal auf. Und wow, hier oben steckt irgendwas in seinem Kopf drin. Und das ist ein Poppy Playtime Kapitel 4. Klemmbaustein-Set. Wow, wie cool, machen wir das direkt mal auf. Und schauen, welches Monster wir damit bauen können. Hier ist die Anleitung. Und es sieht ganz so aus, als ob wir Huggy-Wuggy damit bauen. Ja, lass uns das direkt mal machen. So, dieses Teil muss hier drauf. Das hier hinten drauf. So, jetzt noch den Kopf hier oben drauf. Und fertig ist unser Huggy-Wuggy aus Klemmbaustein. Der ist ja super cool und übel riesig. Gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr auch so einen Huggy-Wuggy haben wollt. Stellen wir ihn hier zu den anderen. Naja, hier aus Kissy Missy schaut noch mehr raus. Und das ist irgendwas Grünes. Boah, das ist riesig. Und es sind Kissy Missys Sauerbälle. Die sehen auf jeden Fall super cool aus. Holen wir sie mal aus ihrer Verpackung raus. Und hier drin ist so ein Anhänger. Und die Sauerbälle. So. Da kommen sie angerollt. Und die müssen wir jetzt, glaube ich, in diesen Anhänger hier reinfüllen. So, hier rein damit. Alle Sauerbälle sind drin. Und wenn wir jetzt hier oben den roten Knopf drücken, dann öffnet Kissy Missy ihren Mund. Und wir bekommen einen Sauerball. Probieren wir den direkt mal. Und ist der sauer. Oh, sowas Saures habe ich noch nie gegessen. Naja, die Kissy Missy Puppe ist, glaube ich, leer. Und die Huggy-Wuggy Puppe auch. Nein. Ich spüre hier in seinem Bein noch was. Lass uns das direkt mal aufschneiden. So, hier einen Schlitz machen. Und hier drin ist wieder ganz viel Watte. Aber wow, was ist das? Hier in Huggy-Wuggys Fuß steckt ein leckeres Erdbeerspray. Boah, das klingt wirklich lecker. Lass uns das direkt mal probieren. Ich sprühe es mir in den Mund. Das schmeckt nicht nach Erdbeere, sondern nach Furz. Aber wow. Hier steht auch, dass man irgendwas abziehen soll. Machen wir das mal. Und hier drunter steht, dass das ganze Poopspray war. Das war ein Prank von Huggy-Wuggy an mich. Ich hab Poopspray gegessen. Igitt. Naja, die Huggy-Wuggy-Puppe ist jetzt auch leer. Und deswegen schneiden wir jetzt die Wechselpuppe auf. Wow. Hat die Pianosaurus-Puppe gerade Geräusche gemacht? Ich würde sagen, mit ihm machen wir direkt mal weiter. Wir schneiden ihn hier an seinem Körper auf. So, das Messer steckt drin. Und wir schneiden einmal hier ganz nach unten. Das sollte reichen. Und die Watte schaut auch schon hier oben raus. Aber wow. Seht ihr das? Hier drin ist irgendwas Grünes. Ich zieh mal dran. Und das sieht so aus wie ein Dino-Blaster. Ja, Freunde, in der Pianosaurus-Puppe war ein Dino-Blaster drin. Ich drück mal hier unten drauf. So, und wow. Der Dino blastert einfach so komischen Nebel hier vorne raus. Es ist viel zu krass. Fast so, als ob er Feuer spucken würde. Tun wir den mal zur Seite und schauen, was hier noch Cooles drin ist. Und boah, das nächste, was ich hier drin sehe, ist auch wieder grün. Und irgendein Päckchen. Und da steht magischer Kaugummi. Hopfsteine drauf. Was soll das denn sein? Das klingt wie irgendeine Süßigkeit. Also lasst uns mal schauen, wie die schmeckt. Ich schütte mir das mal auf die Hand so. Und boah, das Pulver hier drin ist übel blau. Aber naja, rein damit. Und boah, hört mal. Diese Steine knistern übel auf der Zunge. Und jetzt ist da ein Kaugummi draus geworden. Wie cool ist das denn? Wow. Und so lecker. Naja, hier im Pianosaurus ist noch mehr drin. Und was ist das, Bar? Auf einmal wird es hier drin übel schleimig. Und hier drin ist eine Mülltonne. Ja, und da steht, dass es die Mülltonne vom Pianosaurus ist. Die geht und die stinkt auch übel. Naja, wir schauen direkt mal rein, was in seiner Mülltonne drin ist. Let's go. In seiner Mülltonne ist so ein ekliges Skelett von einem Menschen. Und ganz viel schleimiger Müll. So was Ekliges habe ich noch nie gesehen, Freunde. Dieser Schleim ist bestimmt der verrottete Müll aus der Mülltonne. Schieben wir den lieber mal zur Seite. Hier im Pianosaurus-Dino ist aber noch mehr. Und das sieht so aus wie ein Dino-Spielzeug. Ja, und es hat Räder und man kann es über den Tisch fahren. Und wenn man mit dem fährt, dreht sich dieser Kreisel hier übel schnell. Drehen wir mal ganz schnell. So, wir schucken ihn ganz schnell an. Wow. Dieser Kreisel ist gerade einfach aus dem Fahrzeug rausgesprungen und dreht sich jetzt hier auf dem Tisch. Das ist so ein cooles Dino-Spielzeug. Das Ding ist, hört ihr das? Wow, da piept doch irgendwas im Kopf vom Pianosaurus. Und das hört sich an wie ein Küken. Schneiden wir ihn mal hier an seinem Mund auf. Das sollte reichen und schauen, was hier drin so piept. Wow, das ist was Gelbes. Wow. Das ist die Küken, Freunde. Und dieses Küken lebt. Der Pianosaurus hat das gegessen. Wie sollen wir das Küken nennen, Freunde? Schreibt's mal in die Kommentare. Naja, der Pianosaurus ist jetzt komplett leer. Weg damit. Jetzt haben wir noch 4 Puppen zur Auswahl. Baba Chomps, Dory the Doorman und der Hardy Sawyer. Den machen wir aber erst am Ende vom Video auf. Also bleibt dran. Und wir haben noch das Mystery Monster. Und wow, ich sehe gerade, wir haben die 10.000 Likes für das Mystery Monster erreicht. Und das bedeutet, wir machen direkt mit dem hier weiter. Freunde, das Monster in dieser Box ist streng geheim. Und ich bin so gespannt, wie es aussieht. Sein Schatten ist ja schon mal super krass. Na, schauen wir rein. Wow. Das Monster hier drin sieht so gruselig aus. Und es ist Hilly Willy. Wow. Das ist die
schwarze Version von Huggy Wuggy. Und hier in der Puppe ist auch was drin. Lass uns direkt mal reinschauen. Let's go. So, Killy Willys Bauch ist offen. Und wir schauen direkt mal, was da drin ist. Und wow. Das sieht aus wie irgend so ein Fläschchen. Und hier steht Killy Willy Finger drauf. Und wow, ja, dieses Fläschchen sieht wirklich so aus wie ein Finger von ihm. Nur in XXL. Na, ich glaube, man kann die Fingerspitze hier abnehmen, ja. Und hier oben ist ein Sprühkopf. Wow. Das heißt, das ist eine Süßigkeit. Lass uns die direkt mal in den Mund sprühen. Das schmeckt übel nach verfaulten Eiern. Das ist super eklig, dieses Spray. Naja, in seinem Bauch ist noch mehr drin. Ich spüre da noch was und wow. Auf dem nächsten Gegenstand ist ein Radioaktivzeichen. Ich ziehe ihn mal komplett raus. Und das ist so ein gruseliges Fass. Das ist übel schwer, als ob da was drin ist. Machen wir das Ganze mal auf. Let's go. Und wow. In diesem Fass ist irgendwas Leuchtendes. Machen wir es schnell wieder zu. Weil nicht, dass uns sonst irgendwas passiert. Stellen wir das mal zur Seite. Naja, hier drin ist noch mehr. Und oh nein, ich glaube, das ist gerade geplatzt. Und es stinkt übel. Denn hier drin ist eine Stinkbombe, Freunde. Die geht. Und die haben wir gerade aus Versehen zerdrückt. Machen wir lieber schnell weiter. Und ich glaube, es ist noch eine letzte Sache in Killy Willy. Und das ist irgend so ein Flugzeug. Mit einem Blaster. Wow. Ein Flugzeugblaster. Schieben wir das Flugzeug mal auf die Startbahn vom Blaster drauf. So. Das sollte passen und probieren es jetzt direkt mal aus. Wir lassen das Flugzeug starten in 3, 2, 1 und let's go. Und wow, es ist die ganze Wohnung geflogen. Das war ein cooler Flugzeugblaster. Und wir reden gar nicht lange rum. Wir machen jetzt direkt mit Baba Chops weiter. Wow. Das ist das schwarze Schaf aus Poppy Playtime. Und zuallererst schneiden wir hier oben seinen Kopf auf. So, das sollte passen. Wow. Hier geht's, schaut mal. Hier im Kopf von der Baba Chops Puppe ist einfach ein echtes Gehirn. Und das ist Mini und hat solche Augen hier vorne dran. Ist ja richtig eklig und das ist auch übel schleimig. Na, schauen wir mal, was noch in seinem Kopf drin ist. Ich hab da irgendwas Hartes und das ist ein Autospiel, so wie es aussieht. Ja. Hier an der Seite steht auch Poppy Playtime Kapitel 4 drauf. Und in diesem Autospiel spielt man Baba Chops und muss in Autos ausweichen. Wow. Ist ja ein super cooles Spiel, aber auch super schwierig. Jetzt bin ich gerade gegen ein Auto geknallt. Und das Spiel ist vorbei. Och Mann. Zum Glück ist hier noch mehr in der Baba Chops Puppe und das sind Baba Chops saure Gummiwürfel. Lass uns die direkt mal probieren. Ich öffne die Verpackung hier. So, sie sind offen und wir schütten die Würfel raus. Und das sind ja mal ultra viele. Lass uns mal einen blauen davon probieren. Let's go, rein damit. Und der ist einfach zuckersüß. Aber wow, meine Haare haben sich gerade blau verfärbt. Lass uns schnell einen grünen Würfel hinterher essen. Wow, jetzt haben sich meine Haare grün verfärbt. Mit Orange sollten sie ja wieder normal werden. Also rein damit. Und ja, jetzt sind sie wieder normal. Das sind super coole Gummiwürfel. Naja, hier in der Baba Chops Puppe ist noch eine letzte Sache. Danach machen wir mit Doughy the Dough-Man weiter. Und wow, das ist so ein langer Stab hier drin. Und der geht bis in seinen Bauch rein. Ich glaube, wir müssen ihn hier auch noch aufschneiden, damit wir das aus ihm rausbekommen. So, hier einmal nach oben. Quer durch sein Gesicht durch. Und hier unten in seinen Körper rein. Und wow, hier kommt voll viel Wolle raus. Und in ihm drin war ein Zug. Und der Lokführer von diesem Zug ist Baba Chops. Schalten wir den Zug direkt mal an. So. Und boah, jetzt fängt er an zu fahren. Und baut so eine Domino-Steinkette hinter sich her. Das ist bestimmt ein Spielzeug aus der Poppy Playtime Fabrik. Aber gut, er hat aufgehört zu fahren. Und wir stoßen die Domino-Steinkette an. Let's go. Wow. Alle sind umgeflogen. Wie cool. Aber weil Baba Chops jetzt komplett leer ist, können wir jetzt direkt mit Doughy the Dough-Man weitermachen. Und der ist so schwer, Freunde. Da muss super viel drin sein. Und ich würde sagen, als erstes schauen wir hier vorne in seinen Bauch rein. Lässt du mich endlich aus diesem stinkenden Käfig raus? Chill, Doktor. Gleich nach Doughy bist du dran. So, setzen wir hier unseren Schnitt. Vorne in Doughy's Bauch. Hier ist wieder ganz viel Watte drin, aber wow. Da ist auch irgendwas Schwarzes. Und das sieht aus wie eine Handyverpackung. Ja, hier steht Doughy-Handy drauf. Ich öffne es mal und wow. Hier in der Verpackung ist einfach so ein Mini-Handy drin. Und das funktioniert auch noch. Hier auf dem Hintergrund ist Doughy zu sehen. Öffnen wir das Handy mal. Und ja, es funktioniert wie ein normales Handy. Nur in Mini. Gehen wir mal in die Kontakte rein, so. Und wow, hier sind 2 Kontakte eingespeichert. Einmal Janeby. Und wir haben auch Doughy the Dough-Man. Wow. Und da steht auch seine Telefonnummer. Lass ihn uns direkt mal anrufen. Let's go. Und es wählt. Ja. Hoffentlich geht Doughy the Dough-Man wirklich ran. Und wow, ja, er ist rangegangen. Hallo Doughy, bist du da? Bist du? Woher hast du meine Nummer? Deine Nummer war hier in dem Handy eingespeichert. Du meinst doch nicht etwa das Handy in meiner Puppe? Du hast sie mir geklaut. Ich komme jetzt zu dir. Hol sie mir zurück. Was? Und der hat wieder aufgelegt. Dann lasst uns jetzt lieber schnell die anderen Sachen aus den Puppen raus. Bevor Doughy hier zu uns kommt. Und schaut mal, hier in der Doughy-Puppe steckt noch mehr. Und das sieht aus wie ein Roboter. Ja, und hier ist noch was drin. Nämlich ein Blatt Papier. Und auf dem ist so ein schwarzer Streifen aufgemalt. Wie komisch. Na, setzen wir den Roboter hier mal drauf. Und boah, der fährt entlang dieser Linie auf dem Papier herum. Ist ja super cool. Den lassen wir hier drüben noch ein bisschen weiterfahren. Schauen wir mal, was noch Cooles in der Puppe von Doughy drin ist. Und boah, ich hab da was Riesiges. Und hier steht Doughy's Haare drauf. Extra knusprig.
ausbricht. Hey, Joey hat doch gar keine Haare. Aber wow, vielleicht sind die ja unter seinem Hut versteckt. Macht Sinn, lass uns mal die Verpackung öffnen. Und schauen, wie seine Haare aussehen. Und wow, die sind ganz blau. Und super lang. Hallo, ich bin Joey, Freunde. Na, lass uns die Haare jetzt auch direkt mal probieren. Und die schmecken ein bisschen nach Papier. Aber ich glaube, das ist kein normales Papier, sondern Echtpapier, Freunde. Super lecker. Hier in Joey ist aber noch mehr drin und das ist was Orangenes. Ziehen wir es mal raus. Das ist riesig, Freunde. Und hier steht Joeys Raketenblaster drauf. Oh, die Rakete hat das Gesicht von Joey. Lass uns die Rakete direkt mal abfeuern. So, hier dran aufziehen. Und let's go. Oh, die Rakete ist ultra weit und schnell geflogen. In Joey ist aber noch was und das ist hier oben in seinem Kopf. Schneiden wir ihn direkt mal hier oben auf. So, jetzt können wir seinen Hut aufklappen. Und rausholen, was hier drin steckt. Und das ist eine Süßigkeit und hier steht Gelköpfe. Drück und leck drauf. Oh, das hört sich komisch an. Naja, öffnen wir die Verpackung mal. So, und ich glaube, das hier müssen wir aufdrehen. Hier oben sind solche Löcher drin. Und dann an diesen Füßen hier drehen. Und wenn wir das tun, kommt hier oben so ekelhafter Schleim raus. Bah. Das sieht ja mal super eklig aus. Na, probieren wir den mal. Und das schmeckt nach Popel. Gittige. Weg damit. Naja, die Puppe von Joey ist jetzt leer. Jetzt lässt du mich endlich hier raus. Ja, ganz genau. Und dann schneiden wir dich auf. Was, du willst mich aufschneiden? Nein, tu das nicht. Ja, das hättest du wohl gerne. Aber das ist mir egal. Wir schneiden dich auf. Nein, bitte nicht, nein. Ruhe, zappelt da rum. Ich würde sagen, wir stecken einfach mal in den rein. Let's go. Jetzt ist er leise. Naja, schauen wir mal, ob wir in ihm was ertasten können. Und ja, hier an seinem Körper ist irgendwas. Unter seinem Mantel. Ich zieh mal dran. So, raus damit. Und wow. Das ist irgendein Getränk und hier steht Doktor's Öl drauf. Wie geht denn das? So eine schwarze, ölige Flüssigkeit drin. Naja, probieren wir das Ganze mal. Rein damit in den Mund. Das hat richtig bitter geschmeckt. Ich glaube, das sollte man lieber nicht trinken. Naja, schauen wir mal, was noch in der Puppe vom Doktor versteckt ist. Und wir schneiden sie mal hier am Kopf auf. Das sollte reichen, ja. Da kommt schon ganz viel Watte raus. Aber hier drin ist noch was Gelbes. Und das ist ein Furzkissen vom Doktor. Ja, lass es uns direkt mal ausprobieren. Und draufhauen, let's go. Das hat übel laut gefurzt. Na, hier drin ist noch mehr. Und das sieht aus wie eine kleine Mini-Toilette. Ja, an so einem Stab. Und da steht auch meine Toilette drauf. Und hier ist so ein Knopf. Sollen wir den mal drücken? Wir machen das direkt mal. Let's go. Und wow. Hier oben kam so ein lachender Kackhaufen raus. Ist ja super witzig. Und hier unten kann man noch an was ziehen. Und da ist ein Lolli drin. Probieren wir den auch direkt mal. Und dieser Lolli hat nach dem geschmeckt, was hier oben drin ist. Den essen wir nicht mehr weiter. Hier ist aber noch was drin. Und um das rauszuholen, müssen wir die Puppe einmal komplett von oben bis unten aufschneiden. Denn hier drin ist ein heißer Drahtspiel. Wow. Freunde, mit diesem Stab hier muss man den heißen Draht abfahren, ohne ihn zu berühren. Denn wenn man ihn berührt, dann hat man verloren. Und wow, wenn wir gewinnen, bekommen wir ein Geschenk, steht hier. Okay, machen wir das mal und hoffen, dass wir den Draht nicht berühren. So. Einmal hier durch. Boah, ich zitter übel. Hoffentlich berühren wir den Draht nicht. Boah, gleich haben wir es geschafft. Einmal noch um die Kurve. Hier runter und wow. Nein, das Licht ist ausgegangen, als wir das Ganze geschafft haben. Ist unser Geschenk vielleicht, dass der Doktor hier zu uns nach Hause kommt? Hoffentlich nicht, Freunde. Gebt jetzt mal einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert kostenlos diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und es passiert jetzt nichts Schlimmes, aber